Hallo und Servus zusammen. In diesem Video zeigen wir euch, wo sich der Stecker für Zusatzgeräte bei der R1300GS im Cockpit befindet und wie genau ihr an diesen Stecker kommt. Dann sprechen wir über die Lithium-Ionen-Batterie und wie man sie am besten lädt. Ganz neu sind auch unsere LED-Scheinwerfer für die R1300GS und wir schauen uns an, wie man welche Tankrucksäcke anbauen kann und was das mit dem Staufach auf dem Tank macht. Und dann erörtern wir die Kofferproblematik der neuen R1300GS Variokoffer. Und wir beantworten die Frage, ob wirklich kein Helm in die neuen Koffer passt. Alles in dem Video, also los geht's! Hier seht ihr das Anschlusskabel für Zusatzgeräte, die mit 12 Volt laufen, zum Beispiel Navis. Für den Anbau braucht ihr nur 2 Torx-Schraubenzieher bzw. Bits. Zuerst müssen das Windschild und die seitlichen Deflektoren abgeschraubt werden. Die Gelegenheit nutze ich gleich, um euch die Fragen zu beantworten. Warum macht es Sinn, extra über das Kabel bzw. diese Anschlussmöglichkeit zu gehen? Weil damit beim Abschalten der Zündung auch der Strom zum Navi bzw. Verbraucher weggenommen wird. Somit wird die Batterie dann ja auch nicht entleert. Wie teuer die neue Lithium-Ionen-Batterie ist, wisst ihr ja schon aus einem der vorherigen Videos zur R1300GS. Aber wie gesagt, man nimmt diesen Weg, damit der Verbraucher einfach und elegant mit der Zündung abgeschaltet wird. Dann wird auch noch oft gefragt, dürfen auch Verbraucher mit höherer Leistung, wie beispielsweise Sitzheizung oder zusätzliche Scheinwerfer, mit diesem Anschlusskabel angeschlossen und betrieben werden? Ist der Leitungsquerschnitt der Kabel hierfür ausreichend? Ja, an das Kabel können auch andere Verbraucher angeschlossen werden, aber es dürfen maximal ca. 3 Ampere angeschlossen werden. Und man sollte auch noch wissen, für was das dritte Kabel ist, beziehungsweise Kunden fragen oft, wohin mit dem dritten Kabel von meinem Navi gehen nur Plus und Minus ab. Das dritte mittlere Kabel ist für das Handrad, den BMW Multicontroller, zum Bedienen des GPS, was aber nur mit dem originalen BMW Navigator möglich ist. Wenn das Kabel nicht gebraucht wird, kann es abgeschnitten werden oder mit einem Kabelbinder befestigt werden, dass es nicht stört. Wenn dann das Windschild und die seitlichen Deflektoren abgebaut sind, wird die Navi-Halterung entfernt. Den Windschildhalter fährt man für das weitere Vorgehen am besten in eine mittlere Stellung. Wie das geht und wie man die Tasten unterschiedlich bewegen kann, haben wir euch auch schon in einem der vorherigen Videos gezeigt. Die Abdeckung über dem Radar ist nur geklickt und wird so abgenommen. Bei der BMW R1300GS ist eine geeignete Anschlussmöglichkeit für das Kabel nur vorhanden, wenn das Motorrad über eine werksseitige Navi-Vorbereitung verfügt. Sonst ist diese Verbindung nicht an dieser Stelle im Kabelbaum. Der Anschluss erfolgt dann so und das Kabel findet ihr natürlich bei uns im Onlineshop. Wenn wir schon beim Thema Elektronik und Batterie der R1300GS sind, dazu haben wir euch ja in diesem Video mit dem Lichtvergleich der R1250GS und der R1300GS schon einige nützliche und wichtige Informationen aufbereitet. Wie zum Beispiel, dass das lila Kabel für die Ladeüberwachung ist, womit der Zustand der Batterie täglich überprüft wird. Wie die Batterie jetzt ein- und ausgebaut wird, aber vor allem, dass die R1300GS mit einen zusätzlichen Sensoren und Verbrauchern ausgestattet ist, die natürlich alle mit Strom versorgt sein wollen, sonst kommt es zwangsweise zu mehr oder weniger unschönen Problemen. Ihr wisst aus dem Video auch schon, dass jetzt sogar BMW in der Betriebsanleitung schreibt, dass man spätestens alle 4 Wochen ein Haltungsladegerät anschließen soll, wenn man die Maschine nicht fährt, und dass wir sogar 2 Wochen sagen würden und ich persönlich jede meiner Maschinen immer anstecken würde, wenn ich wieder nach Hause komme. In der Zwischenzeit haben wir noch einige weitere Ladegeräte von namhaften Herstellern für euch getestet und richtig unschön ist, wenn das Ladegerät anzeigt, dass es laden würde, es aber tatsächlich nicht tut. Das einzige Ladegerät, das wir aktuell kennen, das wirklich richtig gut funktioniert, findet ihr natürlich bei uns im Shop unter www.mhornig.de. Und ich verlinke zu unseren R1300GS Produkten nochmal in der Videobeschreibung und in den Kommentaren.
Auf jeden Fall seht ihr hier unser Ladegerät, das die Lithium-Ionen-Batterie sowohl direkt als auch über den BMW CAN Bus der R1300 GS lädt. Auf Lithium umstellen. Natürlich ist bei uns auch gleich der passende Stecker für die kleine BMW Bordsteckdose dabei. Dann in die Bordsteckdose stecken. Kurz warten. Und das Thema ist erledigt. Passend zur Thematik Strom zeigen wir euch hier noch unsere LED-Zusatzscheinwerfer im Zeitraffer, damit wir euch nicht mit einer sehr langen Anbausequenz langweilen. Unsere LED-Zusatzscheinwerfer haben wir mit einem passenden Halter für die originale BMW-Halterung unter dem Schnabel ausgestattet. Aber natürlich können sie nach wie vor an jedem Rohr bzw. Sturzbügel mit einem Durchmesser von 23 bis 25 mm angebaut werden. Unser Kabelbaum ist natürlich passend für die R1300 GS. Und im langen Anbauvideo zeigen wir euch im Detail, wie alles gemacht wird und wo wir zum Beispiel den Strom abgreifen, sodass die Scheinwerfer mit der Zündung ein- und ausschalten. Natürlich ist bei uns auch der passende Schalter mit Halterung für die BMW Armatur dabei. Und ich würde den Anbau als Plug-and-Play beschreiben, aber nichtsdestotrotz ist so ein Einbau alles andere als trivial. Und wer es nicht kann oder so ehrlich zu sich selbst ist und es sich nicht zutraut, darf so einen Anbau natürlich in der Fachwerkstatt machen lassen. Allein für den Aus- und Einbau der Verkleidungsteile braucht man einiges an Zeit. Aber alle Details seht ihr im langen Anbauvideo dazu. Und hier noch zwei Zeitraffer-Einbauvideos. Einmal seht ihr unsere laute Hupe für die R1300 GS und einmal das induktive Handy-Ladepad. Was sagt ihr zu Zeitraffer-Einbauvideos? Findet ihr solche schnellen Videos besser als die langsamen und vielleicht detaillierteren Videos? Oder sagt ihr, ein Einbauvideo bzw. eine Videoanbauleitung muss langsam sein, sodass man auch jeden Schritt gut nachvollziehen kann? Lasst uns eure Meinung dazu bitte unten in den Kommentaren da, dann können wir zukünftige Videos besser auf eure Wünsche abstimmen. In dem Video BMW R1300 GS vs R1250 GS Tipps und Tricks, Features, Details habe ich BMW und Olaf Scholz für einen kleinen Witz missbraucht. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht schon und für die, die ihn noch nicht kennen, kommt er hier nochmal. Und euch allen ist bestimmt unsere geile Lenkertasche aufgefallen. Findet ihr bei uns im Shop www.mhornig.de. Apropos geil, wusstet ihr, dass BMW-Motorräder einen Dauerständer verursachen können? Wusste natürlich jeder. Ist ja insgeheim unser aller Kaufargument. Auf jeden Fall gibt es diese geile Lenkertasche jetzt auch in größer und stabiler mit Handyfach. Aber wir wären ja nicht hornig, wenn nicht noch etwas Intelligenz im Produkt versteckt wäre. Aber seht selbst. Befestigt wird die Lenkertasche mit Handyfach ganz ähnlich wie die normale Weichtasche, mit 3x Klettverschluss unten und 2x Spanngurt links und rechts. Die Lenkertasche ist für Mobiltelefone mit ca. 20x8 cm gemacht, hat einen Stauraum von ca. 1,5 Litern und fast jedes Handy kann durch das transparente Sichtfenster bedient werden. Und dann haben wir für euch noch Tankrucksäcke getestet und uns lange das Hirn zermartert, ob es Sinn macht, dass wir für die R1300 GS auch unsere klassischen Tankrucksäcke mit Riemenbefestigung anbieten. Die BMW Tankrucksäcke haben zum Beispiel alle Riemenbefestigung. Aber wir waren nicht wirklich glücklich damit, dass man dann nicht mehr und schon gar nicht schnell an das Staufach auf dem Tank kommt. Also haben wir unsere Chibi-Tankrucksäcke mit Ringhalterung getestet, deren Anbau ihr hier seht. Natürlich kann damit der Tankdeckel auch weiterhin ohne Probleme geöffnet werden. Für am besten passen bezüglich Lenkeinschlag und Sitzposition haben wir die Version mit 5 Liter, eine kleinere mit 3 Liter und eine große mit 15 Liter befunden.
Diese Tankrucksäcke kommen mit viel Sonderzubehör, das zum Beispiel sein kann: reflektierende Bereiche, Handgriffe für den Transport, Tragegurt, transparentes Fach für Smartphone, Regenabdeckung, teilweise mit Schloss und Vorbereitung für Stromversorgung. Aber im Detail schau dir das bitte bei uns im Shop für den jeweiligen Tankrucksack an. Wenn man nur den Halterring angebaut hat, kann das Staufach problemlos benutzt werden. So wird die Version mit 5 Liter Volumen an- und abgenommen. Und so sieht sie auf der R1300 GS aus. Das ist die kleine Version mit 3 Liter Stauraum. Und das ist die große Version mit 15 Liter Stauraum und transparentem Handyfach oben. Hier seht ihr unsere Rahmenabdeckkappe für die R1300 GS. Natürlich sind sie aus Aluminium CNC gefräst und eloxiert. Links davor seht ihr die Silber- bzw. Natur-eloxierte Telelever-Lagerabdeckung, auch aus Aluminium. Im Anbauvideo der Telelever-Lagerabdeckung haben wir auch schon erklärt, welche Vorteile Aluminium und vor allem Eloxieren mit sich bringt, warum es für eure BMWs hervorragend geeignet ist, was es zum Werterhalt beiträgt, aber auch welche Intelligenz wir in die Telelever-Lagerabdeckung noch mit eingearbeitet haben. Wer das Video noch nicht gesehen hat, darf es sich gerne anschauen. Und unsere Rahmenabdeckkappen verfügen natürlich ebenfalls über solch eine Intelligenz bzw. Ausgleichsbohrung. Bevor wir zum Thema Koffergröße und Helm springen, verweise ich noch auf eines der nächsten Videos, in dem wir euch dann zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, den Tankdeckel zu öffnen, was die Nachlaufzeit ist und wie die Notentriegelung funktioniert, weil tatsächlich der eine oder andere schon an der Tankstelle stand und den Tankdeckel nicht aufgebracht hat. Aber jetzt zu den neuen BMW Vario-Koffern, der R1300 GS. Dazu gibt es dieses schöne PDF von BMW mit den Größen. Bei der R1300 GS hat der linke Koffer 21,5 bis 28,9 Liter Volumen und der rechte 21,3 bis 26,8 Liter. Bei der R1250 GS waren es links 30 bis 39 Liter und rechts 20 bis 29 Liter. Also ist der rechte Koffer ungefähr gleich bzw. minimal kleiner, aber dem linken Koffer fehlen ganze 10 Liter Volumen. Und zu uns marschieren wirklich schon Kunden rein, die behauptet haben, dass in den neuen Vario-Koffer nicht einmal ein Helm reingehen würde. Aber seht selbst, linker Vario-Koffer, der R1300 GS, also der, dem die 10 Liter Volumen fehlen. Und BMW Klapphelm, Größe L 5859. Geht ohne Probleme rein und der Vario-Koffer musste nicht mal ganz ausgefahren werden. Es würden auch noch deutlich größere Helme reinpassen. Und rechts passt der Helm auch locker rein, ohne den Koffer ganz auszufahren. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Neueste zu BMW Motorrad und unseren Produkten nicht verpassen wollt. Also Servus und bis zum nächsten Video.